Hallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanizow-Kanal. Hier, hinter mir im Backofen, da backt gerade so ein einfaches, aber dennoch sehr leckeres und ziemlich saftiges, rustikales Landbrot. Ihr könnt ja gerade mal einen Blick reinwerfen. Und, ist das was für dich? Dann würde ich sagen, legen wir los. Backen wir ein leckeres, knuspriges Landbrot. Ja, als erstes möchte ich gleich erwähnen, dass es das ganze Rezept noch einmal zum Lesen auf meiner Homepage gibt. Der Link dafür ist unterhalb vom Video in der Infobox. Am Ende vom Video gibt es aber alle Zutaten auch nochmal zusammengefasst. Wichtig für ein knuspriges, luftiges und gleichzeitig saftiges Brot ist die verwendete Menge Wasser und wie gut das Gluten entwickelt ist. Die Menge an Hefe ist gar nicht so entscheidend für ein luftiges Brot, sondern das Gluten bzw. die Struktur, die das Gluten im Teig bildet. Das Gluten bildet nämlich eine gitternetzartige Struktur im Brotteig und schließt zwischen den einzelnen Schichten das Kohlendioxid ein, welches die Hefe produziert. Wird das Brot nun gebacken, dehnt sich das Kohlendioxid aus und das Brot kann aufgehen, weil das Kohlendioxid eben in der Glutenstruktur gefangen ist. Um möglichst viel Gluten zu entwickeln, gibt es zwei Möglichkeiten: Kneten, Warten oder beides kombinieren. Die beste Methode ist, beides zu kombinieren, finde ich zumindest. Ich knete den Teig von Hand, du kannst aber auch ein Handmixgerät mit Knethaken oder eine Küchenmaschine verwenden. Ich habe halt beides nicht, darum Handarbeit. Der Teig wird insgesamt für 15 Minuten geknetet. Nach 10 Minuten kommen noch 8 Gramm Salz dazu. Das Salz sorgt übrigens nicht nur für guten Geschmack, es hilft auch mit seinem Chloridanteil, Salz, Natriumchlorid, die Glutenverbindung zu stärken. Um zu testen, ob wir schon genug geknetet haben, machen wir den sogenannten Fenstertest. Dafür ziehe ich hier den Teig auseinander und wenn er sich so weit auseinanderziehen lässt, dass man fast hindurch sehen kann, ohne dass der Teig zerreißt, hat sich das Gluten gut entwickelt. Na, dann können wir den Teig schon zu einer Kugel formen, eine Schüssel mit etwas Öl einreiben und den Teig abgedeckt für 90 Minuten gehen lassen. Ja, nach 90 Minuten können wir uns ans Formen vom Brot machen und dafür meliere ich mir hier die Arbeitsfläche. Dann stürzen wir den Brotteig da drauf, melieren den auch nochmal und dann ziehen wir den aus. Ich sage jetzt mal zu einem ca. 40 x 30 cm großen Rechteck. Das habe ich jetzt aber nicht nachgemessen. Ne? Ja, und dann falten wir den Teig einmal zur Mitte hin, fast zur Mitte hin, drücken den ein bisschen an, ja, klappen die andere Hälfte darüber und drücken die auch ein bisschen an oder kneifen die so ein bisschen zusammen und dann rollen wir den Teig richtig straff auf und dann nehmen wir die Daumen zur Hilfe und schieben den Teig immer so ein bisschen unter und dann wird das eine richtig straffe Rolle. Und die lege ich mir jetzt hier auf ein Stück Backpapier, weil ich den Brotleib nachher direkt auf einen Pizzastein gleiten lasse. Wenn du keinen Pizzastein hast, dann leg das Brot jetzt gleich auf ein Backblech. Ja, und dann ziehen wir die Enden vom Brot noch zusammen, bis ein geschlossener Brotleib entstanden ist. Gleichzeitig entsteht dadurch auch schön viel Spannung auf dem Teig. Und dann decken wir den ab und lassen den 90 Minuten gehen. Ja, da haben wir dann genug Zeit, den Backofen vorzubereiten.
Also wie erwähnt, ich verwende einen Pizzastein, du kannst das Brot aber eben genauso gut auf einem Backblech backen. Damit das Brot schön aufgehen kann, ist Wasserdampf sehr hilfreich. Dafür stelle ich mir eine gusseiserne Pfanne, die ich mit Bimsstein gefüllt habe, auf den Boden des Backofens. Ja, den Backofen heizen wir vor auf 250 Grad Ober-Unterhitze. Und zwar möglichst eine Stunde, bevor wir mit dem Backen anfangen, damit wirklich alles richtig heiß ist. Ja, nach 90 Minuten müssen wir das Brot dann nur noch einschneiden, kurz bevor wir das in den Backofen schieben. Dann gebe ich noch Wasser in die gusseiserne Pfanne, aber sei sehr vorsichtig, wenn du das machst. Wie du siehst, da steigt ordentlich Wasserdampf auf und man kann sich richtig arg verbrühen. Ja, und dann backen wir das Brot bei 250 Grad für 20 Minuten mit Dampf, öffnen den Backofen, um den Dampf entweichen zu lassen, reduzieren die Temperatur auf 180 Grad Umluft, beziehungsweise wenn du keine Umluft hast, auf 200 Grad Ober-Unterhitze und backen das Brot in weiteren 20 Minuten fertig. Ja, und dann? Ja. Da kommt es schon geflogen. Ja, da ist es. Unser rustikales Landbrot. Also, das war doch wirklich ganz einfach. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten. Du natürlich auch. Wenn das jetzt noch so heiß ist, immer schön auf einem Gitter und mindestens eine Stunde warten, dass es so weit abgekühlt ist. Denn wenn wir das jetzt direkt anschneiden, dann verbrennt man sich nicht nur den Mund, sondern vor allen Dingen der ganze Wasserdampf steigt auf. Das Brot trocknet aus. Ja, und dann haben wir ein trockenes Brot und das wollen wir ja ganz bestimmt nicht. So, das gesagt. Ich muss jetzt trotzdem irgendwas essen gehen. Ja, also, das gesagt. Ich verabschiede mich für heute. Bedanke mich recht herzlich, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da oder nach unten. Wenn du den Kanal Nico Staniszok noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt diesen roten Button drückst und den Kanal Nico Staniszok abonnierst. So, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Hier, Brot backen gehen. Das duftet.